Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, und zwar gab es ein frisches Update. Und dieses Update, was die Entwickler uns hingeschmissen haben, ist ein sehr gutes Update. Das gehen wir kurz durch und natürlich auch das neue Event. Ihr seht im Thumbnail, dass ich Stielaugen gemacht habe. Was ich damit meine und was ihr am besten oder wie ihr am meisten Schaden rausholen könnt in diesem Event, das gehen wir in diesem Video durch. Aber erstmal schauen wir uns die Neuerung an. Wir gehen mal rein in meine Stadt. Und was mir gleich so aufgefallen ist, ist das User Interface, also die ganzen Icons, dein Profilbild, ist etwas kleiner geworden. Ich schätze mal so 5 bis 10% haben sie es reduziert. Das ist auch wichtig, weil es gibt auch noch eine Neuerung, die wir dabei berücksichtigen müssen. In der Größe der Rathäuser und natürlich auch des Bildschirms, den du sehen musst, wenn du Kriege hast zum Beispiel. Ja? Und zwar ist mir noch aufgefallen, dass die Rathäuser nicht mehr so groß sind. Die wurden angepasst von der Größe her, weil es war ja auch manchmal utopisch. Du hast einen Außenpostenkrieg gehabt und du wusstest gar nicht, ja, wo muss ich jetzt hin? Ja, weil da hast du ein Rathaus, ein Drache, der hat riesen Flügel und du hast dich nicht gesehen. Jetzt ist es so, dass du einen schönen Blickwinkel hast. Ja? Das haben die Entwickler gut gemacht und die weiteren Neuerungen, die schauen wir uns mal an. Wie gesagt, wir gehen mal in meine Stadt rein. So, wir gehen mal auf die Embleme rauf. So, zack. Und auf die Wappen, ja, auf die Fraktionswappen. Und wir sehen jetzt endlich, welches Wappen kann einzeln geupdatet werden. Ja, also aufgelevelt werden. Das sehen wir jetzt hier. Und ihr könnt sehen hier bei mir, oh, ich habe eine Fähigkeit, die in der Mitte freigeschaltet. Okay, ja, das ist ja auch nicht schlecht. Na? Okay, genau, wir können ins Lager gehen. Wir sehen hier, welche Wappen hier ein Update haben. Und natürlich wurden auch die Kampfberichte angepasst. Wir können uns das ja mal angucken. So, zack, wir gehen mal in die Briefe rein. Das sind doch alles PvE-Gegner und ich habe ein PvE-Wappen. Ah, hier, okay. Ihr seht, 2 Fraktionswappen sind bei mir aktiv, weil es, wie gesagt, ein PvE-Gegner war. Und die Wappen unterstützen die Ausrüstung des Helden oder des Rekruten, wenn du einen PvE-Gegner angreifst. Ja? Jetzt stehen hier im Kampfbericht die Werte. Ne? 3000 paar zerquetschte zu 0. Ne? Ist zwar schön und gut, dass die Entwickler das reingepackt haben, aber ich verstehe immer noch nicht, was das für ein Wert ist. Ne? Ist es der Wert der Kampfkraft oder ist es ein erfundener Wert? Und das passiert dann so, je höher der Wert ist. Und dann, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt 4000 und der Gegner hat 3800, dann habe ich natürlich einen Vorteil. Ne? Aber das erschließt sich mir nicht. Wir können auf die Attributenquelle rauf tippen. Hier gibt es ein neuer Reiter, Effektivität. Dort sehen wir nochmal die Wappen, was für ein Wappen das ist und natürlich auch die Beschreibung des Wappens. Na, wir können hier das Feld einmal aufmachen, auf das I rauf tippen. Okay, das doch jetzt. Ne. Geht nicht. Ja. Zeitverzögert. Ja, okay. Wie gesagt, ihr könnt hier die Attribute vergleichen zwischen dir und deinem Gegner. Wie gesagt, ich komme immer noch nicht bei dem System dahinter. Ich weiß nicht, was diese Zahl bedeuten soll. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist oder eure Idee. Ja, und dann gibt es natürlich auch weitere Updates. Und zwar die AFK-Belohnungen hier am Truck. Die wurden ein bisschen verbessert. Und zwar gibt es jetzt Materialien fürs Fahrzeug. Silberbahn gibt es hier, Eisenbahn und Eisenbahn, Silberbahn, Eisenbahn, ja, das reimt sich. Ne, aber es gibt hier Materialien fürs Fahrzeug. Ist sinnvoll, weil ihr wisst, wenn ihr das SWAT-Fahrzeug habt, braucht ihr Silberbahn. Ich zeige euch das mal ganz kurz an meinem Fahrzeug. So, zack, wir gehen schnell zu meinem Fahrzeug rein. So, wir gehen auf Leistung und ihr seht, ich brauche 15.000 Silberbahn. Ja? Das kann ich wahrscheinlich einmal im Monat immer aufleveln, weil es wird erst billiger ab Level 60. Ja, aber 15.000, das ist echt viel. Ja? Und mal gucken, ob ich das jetzt schneller aufgelevelt bekomme. Wir müssen abwarten und sehen, ja, was passiert. Okay, gut. Das war es dazu. Dann gibt es natürlich auch einen neuen Rathaus-Skin. So, wir schauen uns den mal an. Wir gehen mal weiter runter. So, zack. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Legendäre letzte Bastion. Okay. Geschmacklich vom Äußerlichen her finde ich das viel zu übertrieben. Ne? Aber wie gesagt, die mussten die Sichtweite der Rathaus-Skins auf der Karte ändern, weil die Skins nachher zu groß wurden. Ne? Auf der mobilen Ansicht, aber auch auf der PC-Ansicht. Nun ist es so, dass diese neuen Skins, ja, Effekte haben. Ja, das seht ihr hier oben. Wenn wir hier raufklicken,
Das heißt, wenn du einen Spieler hast, der diesen Skin hast und du portest dich neben ihm, dann gewährt dieser Skin deinem Nachbarn, ja, der neben dir steht, einen zusätzlichen Buff. Ja? Der Buff ist zwar gering, aber es ist ein Buff und es ist ein guter Buff und da müssen wir erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ja? Ich habe die Befürchtung, dass diese Buffs man später aufleveln kann, aber mit Rathausmarken. Ja? Das heißt, die Spieler, die schon alle Rathäuser oder die Rathaus-Skins haben, die haben natürlich diese Rathaus-Tokens über und diese können sie dann verwenden, um diese extra Buffs ja, aufzuleveln. Hierzu könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ganz neu ist auch bei den Chroniken oder in den zukünftigen Seasons die Camps, die müsst ihr nicht mehr einzeln absuchen. Ja, ihr habt es eben gerade schon gesehen. Wir gehen mal weiter nach oben. So, zack, 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 zack. So, hier gibt es ein Icon. Ja, wenn der Nebel weg ist, könnt ihr alle Camps auf einmal einsammeln. Das machen wir einmal ganz kurz. Gibt 144 Anfunken-Tickets, Rubine, die Karten. Ja, wenn ihr die Karten nicht benötigt, könnt ihr die gegen Beschleuniger eintauschen und ganz vielen anderen Stuff. Ja, ist was Gutes. Ja, da muss man nicht immer jedes Camp einzeln absuchen, wo die Geschenke sind. Und ja, perfekt. Wie gesagt, das User Interface wurde allgemein auch ein bisschen verbessert. Es läuft alles sehr smoothie. Ja, es ist sehr flüssig. Keine Ruckler und wie gesagt, da muss ich die Entwickler mal loben. Das ist ein sehr gutes Update. Jetzt kommen wir mal zu dem neuen Event. So, zack, zack, zack. Und zwar ist es die, auf Deutsch gesagt, Spitzenjagd. Heute haben wir die verrückte Felicia gehabt. Ja, das heißt, die konntest du angreifen oder die kannst du später nochmal angreifen. Es ist jetzt nicht so wie Hansa Hunters. Ne? Dieses Event ist ein Event, um dir zu zeigen, wie stark du bist. Wie stark ist deine Formation 1? Je stärker deine Formation 1 ist, umso mehr Schaden machst du hier. Umso mehr Schaden du machst, umso mehr Belohnungen kannst du einsammeln. Ja, und das gucken wir uns mal an, weil die Belohnungen, die haben es echt in sich. Da gibt es Zehntausende von Rubine. Und das ist Wahnsinn. Also ich habe hier ungefähr 100 Millionen geholt. Wir können ja mal gucken. Zack, zack, wir gehen mal ganz nach unten. Genau, 100 Millionen habe ich erreicht, ne, mit meiner F1. Heißt, ich bin so im Mittelfeld. Ja, und damit könnt ihr halt vergleichen oder ihr könnt euch vergleichen mit anderen Spielern. Ne? Wie gesagt, es gibt gute Belohnungen. Ne? Ihr müsst nur einmal angreifen. Also wenn ihr wisst, ihr habt eine hohe Punktzahl, braucht ihr nicht 10-mal nacheinander angreifen, weil du kannst erst wieder angreifen oder es macht erst Sinn, wenn du wieder ein bisschen stärker geworden bist. Ja? Wenn du denkst, okay, meine Kampfkraft ist gesteigert oder hat sich gesteigert, ich habe jetzt mehr Power, dann kannst du es hier nochmal versuchen und deinen Rekord nochmal schlagen. Und wenn du deinen Rekord schlägst, dann kriegst du immer mehr Punkte und je mehr Punkte du hast, umso mehr Belohnungen bekommst du. Ne? Das ist ausgerichtet auf Nahkampf, Scharfschützen und Kavallerie. Zum Anfang oder heute die Felicia ist Nahkampf, na, dann kommt Kavallerie und Scharfschützen oder umgekehrt. Und hier spielt es eine Rolle, dass du alle drei Truppentypen ja, sehr gut aufgelevelt hast. Ne? Das heißt, du hast T10 Scharfschützen und T10 Kavallerie. Weil Nahkampf hat sowieso jeder. Ne? Das ist kein Problem, da viele Punkte zu bekommen. Aber wenn du jetzt Scharfschützen T10 hast und die Forschung ist nicht so gut, machst du hier auch weniger Schaden. Weniger Schaden heißt weniger Belohnungen. Das heißt, dieses Event ist so ein Anreiz für dich, stärker zu werden, dich aufzuleveln, dich besser zu machen. Und deswegen haben die Entwickler hier auch tonnenweise und sehr gute Rewards, also Belohnungen reingepackt, weil hier gibt es Stahlrohre und Ambosse und auch schon wieder Rubine. Ne? Weil meine Ausrüstung ist noch nicht auf Maximum, ich kann das sehr gut gebrauchen. Aber meine T10 Scharfschützen sind nicht so gut aufgelevelt. Ne? Wiederum ist es bei der Kavallerie, hier gibt es Anfunkenkarten, dann gibt es natürlich auch Rubine, goldene Hüte und wie gesagt, je höher oder je stärker ihr seid, umso mehr Punkte macht ihr. Ne? Dieses Event, hoffe ich, kommt so in alle 2-3 Wochen. Das würde ich mir wünschen, weil dann kannst du hier Rubine sammeln und mit den Rubinen kannst du deinen Hund zum Beispiel aufwerten. Ne? Genau, dein Hund, wir können mal in die Rangliste hier reingucken. So, wir gehen mal hier rein. Ich bin aktuell auf Platz 71 und Coadoc ist auf Platz 1. Ne? Okay, wir gehen jetzt mal kurz zum anderen Server rüber. Na, also zack, wir wechseln mal hier den Account. Zack, zack, zack. Jetzt gehen wir mal zu dem Account um den Server 205. Na? Weil ich will mir mal da das Ranking angucken. So, okay, perfekt. Wir können ja gleich mal hier reingucken. Und ich sehe schon hier, Voldemort ist auf Platz 1. Wie viel hat... Ja, 410 Millionen. Also kann man so sagen,
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Spieler kennt, die über 400 Millionen ja, Schaden gemacht haben bei diesem Event, weil ich finde das Event eigentlich geil. Ne? Wir können ein paar Videos darüber machen, wir können sehen, okay, wir haben uns gesteigert bei der Kraft, wir haben so und so viel Schaden gemacht. Vielleicht können wir daraus ja mal irgendwie so ein Giveaway machen. Ne? Jeder Spieler, der 200 Millionen Schaden macht oder 100 Millionen, kann seine Ingame-ID in die Kommentare schreiben und ein Paket gewinnen zum Beispiel. Ne? Das muss ich mal gucken, wie wir das machen, aber da können wir eine neue Videoreihe starten. Okay, wir sehen hier, Tokash ist auf Platz 2 mit 377 Millionen, Big Tex, dann kommt 999. Also hier kannst du schon sehen, wer ja eine richtig starke Formation 1 hat. Ne? Bei Felicias Nahkampf. Ne? Kavallerie und Scharfschützen kommen die anderen Tage. Okay, du siehst ja auch, welche Formation wer was benutzt hat. Das ist, glaube ich, ein Anzeigefehler, weil ich glaube nicht, dass alle die gleichen Formationen hier genommen haben. Und das ist ja auch eine komische Zusammenstellung. Ne? Ich tippe mal hier rauf, aber irgendwie hackt das gerade. Also wie gesagt, vielleicht ist da ein kleiner Anzeigefehler drin. Also wie gesagt, das Event ist gut, ihr kriegt eine Menge Stuff, ihr könnt euch selber messen, ihr könnt euch mit anderen Spielern messen. Ja, je besser deine Formation 1 ist, umso mehr Schaden machst du. Du entwickelst dich im Spiel stetig weiter, du willst wissen, okay, bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt nicht gut? Und das Event ist halt perfekt dafür. Ne? Wie gesagt, Nahkampf, Scharfschützen und Kavallerie. Ja, bei Kavallerie sieht es bei mir schlecht aus. Die sind bei mir nur auf T9, ne, zumindest auf den ersten Account. Scharfschützen habe ich T10, aber die Forschung ist nicht so hoch. Deswegen gibt es hier Flaschen, um die Forschung hochzutreiben und Beschleuniger. Und ja, ihr wisst schon, wo die Entwickler euch hinführen möchten. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Update. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut, bis dann, euer Sultai. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Tschüssi.